Hi, ich bin Daniel und ich habe in diesem wunderschönen Altbau hier einen kleinen Laden gemietet und den die letzten 6 Wochen lang renoviert. Und in diesem etwas umfangreicheren Video möchte ich dir mal zeigen, was ich hier alles gemacht habe. Zum Beispiel diesen Fußboden hier, diese Wände mit Vertiefungen drin, diese Steinwand, diese fast echt aussehende Mooswand und noch viel, viel mehr. Du merkst schon, das wird hier ein sehr umfangreiches Video werden, dauert auch ein bisschen länger. Deswegen geh nochmal auf Toilette und dann machst du es dir gemütlich und dann würde ich sagen, geht's direkt los. Früher war das hier mal eine Schlachterei. Und die letzten 22 Jahre wurden hier Drucker und Druckerpatronen verkauft. Ich habe natürlich versucht, so viel wie möglich vorzubereiten schon und habe dann, als die Vormieterin noch hier drin war, das ganze Ding mal ausmessen dürfen, glücklicherweise, und habe mir dieses kleine Modell gebaut, wo ich dann angefangen bin, mir einfach so ein bisschen mal einen Plan zu machen, wo ich was genau hinmachen möchte. Ehrlich gesagt fehlt hier vorne auch noch der Zigarettenautomat, also der Geschenkeautomat, den ich angebaut habe. Naja, man sieht hier schon, einige Sachen findet man hier auch tatsächlich genauso wieder, wie zum Beispiel da vorne so die Idee mit der Wand und das hier halt. Vieles davon hat Sinn gemacht. Man sieht aber auch schon hier, der Fußboden ist ein anderer, als es geworden ist. Da komme ich gleich zu. Aber warte, eine Sache fehlt noch, und zwar hier der, Moment mal, der muss hier hin. Und zwar ist es so. So, und jetzt ist alles komplett. So, alles klar. Komm mit rein, los geht's. Kapitel 1: Der Fußboden. Als ich noch in der Planung war, hatte ich die Idee, hier einfach so einen PVC-Rollboden reinzupacken. Als ich aber das erste Mal hier drin war und den Zustand vom Boden gesehen habe, als der alte Trese weg war und die ganzen Regale und alles, was hier so stand, habe ich sofort gemerkt, ich kann hier nicht einfach einen PVC-Boden reinrollen, weil der Boden war an vielen Stellen so kaputt, dass teilweise Fliesen rausgebrochen waren, also kleine Vertiefungen drin. Hätte ich da einfach PVC rübergerollt, hätte man das auf jeden Fall gemerkt beim Rüberlaufen. Und deswegen war das für mich ganz schnell abgehakt, das Thema. Ich habe mich dann ein bisschen umgeguckt und bin halt dann ganz schnell bei Klick-Vinyl gelandet. Klick-Vinyl ist vom Prinzip her ähnlich wie Klick-Laminat. Allerdings besteht Klick-Laminat aus Holz. Das kann sich halt mit Wasser vollsaugen, aufquellen und im Endeffekt war es das dann kannst du das Ding wegschmeißen. Klick-Vinyl ist anders. Klick-Vinyl ist vom Prinzip her komplett aus Kunststoff, lässt sich aber genauso leicht verarbeiten, sogar noch viel leichter, weil Klick-Vinyl kann ich ganz einfach mit dem Cuttermesser anschneiden und dann gerade abbrechen. Der zweite große Vorteil bei meinem Klick-Vinyl, das ich hier hatte, da war die Trittschalldämmung direkt schon drunter. Man muss halt, wenn man sich Vinyl oder auch Laminat in die Wohnung legt, Trittschalldämmung drunter machen. Das ist entweder so eine breite Rolle, die man da reinrollt, oder halt so eine Art aus Schaumstoff, so dünne Matten, die man halt dann irgendwie so zusammengepuzzelt da irgendwie reinpackt. Man hat mir erklärt, man verlegt das genauso wie auch beim Laminat, nämlich schwimmend, also einen kleinen Abstand zum Rand hinlassen. Ich habe so knapp Zentimeter bis 5 Millimeter Luft gelassen an allen Seiten. Einfach nur, dass das Ganze halt, wenn es mal arbeitet, auf jeden Fall Platz hat zum Arbeiten und nicht irgendwie hochkommt. Ich habe halt vorher geguckt, wie breit meine Fußleisten sind, die später dran kommen, damit ich halt diese Lücke, die da entsteht, halt auch sauber dann überdecken kann. Klicklaminat wird einfach zusammengeklickt, das sagt der Name ja auch schon, und funktioniert einfach total einfach. Also einfach 2 Stücke nehmen, aneinander klicken, fertig. Nächstes Stück an die Seite anlegen, auch da einfach reinklicken und fertig. Und am Ende dann einfach abschneiden. Dafür nehme ich das Stück Laminat, was nicht mehr ganz in die Reihe reinpasst, drehe das einmal um, 180 Grad, markiere mir dann, was abgeschnitten werden muss, schalte das Ganze ab und dann passt das Stück ganz exakt da hinten rein. Mit dem Endstück, was ich abgeschnitten habe, fange ich einfach die nächste Reihe wieder an und habe also somit überhaupt gar keinen Verschnitt. So, guck. Und dann sieht das Ganze so aus. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Meistens geht ja auch alles ganz gut. Dann gibt's aber auch noch solche kleinen Problemchen hier. Ich glaube, das kennt jeder, der sich schon mal irgendwas zurechtgesägt hat und zurechtgeschnitten hat. Dafür habe ich mir gerade was angezeichnet. Und zwar das hier. Sieht doch ganz gut aus. Denk mal erstmal so. Aber dann, das ist mir ein bisschen zu viel Lücken, glaube ich. Angezeichnet, falsch abgeschnitten. Nochmal das Ganze. Naja, Rückschläge gibt's immer. Man macht dann einfach weiter. Weil zum Schluss kommt ein Ergebnis dabei raus, was halt echt geil war. Ich habe dann nicht nur den Fußboden im vorderen Raum gemacht, wie es eigentlich geplant war, sondern auch in den weiteren beiden Räumen, die hinten noch dahinter waren. Ja, und dann war ich mit dem Fußboden schon mal soweit fertig. So ganz kurz noch, hier geht's um Renovierung, hier geht's nicht um Sanierung.
Es ist auch kein Eigentum. Wenn das hier mein eigenes wäre, hätte ich hier mit Sicherheit nicht einfach nur über die kaputte Fliesenmasse rübergelegt, sondern die ganze Fliesen hätte man rausmachen müssen oder wenigstens Nivelliermasse drüber ziehen müssen, damit das Ganze einmal wirklich glatt wird und gerade wird. Ich nenne es Improvisieren, du kannst es gerne Fusch nennen, dann schreib's unten in die Kommentare. Kapitel 2 Türkürzen. Und wenn du dann mit dem Verlegen von dem Klickvinyl irgendwann bei der Tür angekommen bist, dann kriegst du das Problem, dass du merkst, oh, der Boden wird zu hoch, die Tür geht nicht mehr auf und zu. Also müssen wir die Tür kürzen. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Nummer 1. Die komplette Tür wird einfach aus den Angeln gehoben. Ich habe mir dafür so Blöcke gebaut, hier so einfach so 2 Stapel gemacht, wo ich das Ganze dann vernünftig drauflegen konnte. Aber die Tür schön, die wiegt übrigens ein paar Kilo, so eine Tür, wusste ich auch nicht. Die habe ich dann schön langsam runterkommen lassen und erstmal hingelegt. Dann habe ich unten einfach mal so 5 mm abgenommen, mit der Handkreissäge schön sauber vorhergesägt und einfach mal gekürzt. Dann nochmal so ein bisschen nachgeschliffen und dann das Ganze wieder reingehängt. So passte das eigentlich schon ganz gut. Dann konnte ich auch den Rest vom Klickvinyl reinlegen. Das letzte Stück habe ich dann mit Silikon nochmal festgeklebt, damit auf jeden Fall auch kein Wasser drunter laufen kann. Nochmal so einen Abschluss drüber geklebt. Und ich habe an die Tür nochmal so eine Bürste dran gemacht. Also so eine Windschutzbürste, die das Ganze halt einfach nochmal von außen halt sozusagen abschließt. Das ist Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2, die Tür zu kürzen. Das habe ich da hinten beim Badezimmer gemacht. Da habe ich einfach die Tür aus den Angeln gehoben und dann jeweils 2 Unterlegscheiben hier auf diese Scharnierdinger da drauf gepackt und dann die Tür wieder rein. Eigentlich ganz schlau von mir. Hätte es funktioniert. Hat's aber nicht. Weil jetzt klapperte das Türblatt oben an den Rahmen. Hätte sein können. Manchmal funktioniert das. In dem Fall nicht. Deswegen muss ich die Tür halt dann auch nochmal kürzen. Also wieder unten mit der Kreissäge ein Stück abnehmen, einmal nochmal ein bisschen sauber schleifen und dann das Ganze wieder einhängen. Jetzt hat's auch funktioniert. Kapitel 3 Die Steinwand. Die Steinwand, die Steinwand. Meine Steinwand. Ich habe ja schon mal so ein Video über diese Steinwand gemacht. Ich habe das Ganze insgesamt, glaube ich, schon 2-mal benutzt. Was soll ich sagen? Ich bin damit immer noch gut zufrieden. Das Geile ist halt, es ist keine Tapete, sondern es ist halt wirklich plastisch. Also Steine werfen Schatten in die Fugen und es sieht einfach total echt aus. Die Platten sind alle ungefähr 100 mal 50 Zentimeter breit. Ich habe die einfach hier mit Silikon an die Wand dran. Klar, wenn ich das immer wieder runterreißen würde, dann wäre die Tapete wahrscheinlich mit ab. Das heißt, ich müsste einmal neu tapezieren an der Stelle. Aber ich habe jetzt halt hier nicht wirklich irgendwie Steine reingemauert, die ich dann immer wieder rauskloppen müsste, sondern im Endeffekt nur diese Platten draufgesetzt, die man halt, wenn man möchte, wieder rausnehmen kann. Dadurch, dass das Ganze Styropor ist, lässt sich das total einfach auch schneiden. Das heißt, ich komme in jede Ecke rein. Hier oben zum Beispiel den Balken, der an der Decke langläuft. Da habe ich einfach dann einmal sauber übertragen und ausgeschnitten und kann das Ganze dann hier wirklich bündig einfach reinsetzen. Falls mal irgendwo was abplatzt, wie mir es hier passiert ist, kann man ganz einfach das Ganze mit Acryl wieder ausfüllen. Ich habe dann einfach mit dem Finger das so ein bisschen zugepatscht, einfach, dass es halt die Struktur wieder vom Zement annimmt oder von den Steinen annimmt. Und hinterher ganz einfach mit Acrylfarbe nochmal rübergestrichen. Also ein bisschen Farbe drauf, ein bisschen gemischt. Weil da finde ich ganz ehrlich, das sieht schon so gut aus, das fällt kaum auf. Zum Schluss habe ich, natürlich mit Absprache der Vermieterin, den Fensterrahmen und die Tür einfach Anthrazit lackiert. Ich finde die Optik jetzt mit diesen anthrazitfarbenen Türrahmen und dem Fensterrahmen zusammen mit der Steinwand, finde ich einfach total genial. Ich wollte halt sowieso diesen Loft-Stil haben, auch so ein bisschen. Es ist ja, wie gesagt, hier ein Altbau. Mir war von Anfang an klar, ich will hier nicht irgendwie eine Neubauwohnung hinterher optisch haben, sondern ich wollte halt auch diesen Altbau-Flair auf jeden Fall auch erhalten, so ein bisschen in diese Richtung Loft gehen. Und als ich das fertig hatte, habe ich da schon gedacht, das ist eigentlich schon ein richtig geiler Anfang. Kapitel 4 Wände streichen. Wände streichen. Ja, ich weiß. Es war nicht ganz schlau von mir, erst den Fußboden zu machen und dann die Wände und die Decke zu streichen. Aber mit ein bisschen mehr Arbeit ist das dann auch kein Problem. Also den ganzen Fußboden erstmal abdecken mit so einer Malerplane. Dann haben wir in den Nebenräumen erstmal Decken und Wände gestrichen, komplett. Dafür natürlich alles hier schön abgeklebt, Türrahmen abgeklebt, hier Fenster abgeklebt und so weiter. Den ganzen Kram habe ich ausgebaut, hinterher wieder eingebaut. Und zum Abkleben von Türrahmen, Fensterrahmen und so weiter würde ich auf jeden Fall immer nur noch ein wirklich gutes Malerkrepp nehmen. Der Unterschied ist dann nämlich echt gar nicht so klein. Also so ein vernünftiges Abklebeband, so ein Malerkrepp im Vergleich zu so einem billigen wie dem hier,
Fängt da schon an. Das regt mich jetzt schon auf. Da bin ich kurz vor Durchdrehen. Das reißt hier einfach so quer durch ab irgendwie. So. Also, das ist das Gute, das ist das Billige. Das hier, da kann ich jetzt schon noch eine Info zum Streichen. Eine gute Farbe, wenn sie halt ein bisschen mehr kostet, lohnt sich auf jeden Fall schon. Ich hatte mal wirklich so eine echt ätzende, billige Farbe. Bei der habe ich, glaube ich, 5-mal gestrichen, bis die Wand gut aussah. Hier ist jetzt jede Wand 2-mal gestrichen, die Decke, glaube ich, auch 2, teilweise sogar 3-mal. Die Decke ist hier übrigens 3,10 Meter hoch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nie wieder eine Decke streichen, die 3,10 Meter hoch ist. Kapitel 5. Rigipswände bauen. Hier vorne im Raum habe ich ja noch ein paar extra Wände reingebaut. Diese Wand hier vorne, die hier um die Ecke geht, bis dahin und nochmal diese Wand hier vorne. Aus mehreren Gründen. Einer der Gründe ist, dass da vorne meine Tür war, die in den Nebenraum ging. Die Tür ist halt einfach mit USB, glaube ich, zugemacht und drüber tapeziert. Und ich sag mal so, das Ganze ein bisschen zu dämmen, also alleine wegen Lautstärke und so, für den Nachbarn hier vorne, ist natürlich ganz sinnvoll. Deswegen habe ich hier eine Dämmung über die Tür gemacht und ich konnte dann vor allen Dingen auch hier diese Vertiefung reinmachen. Und wie gesagt, vor allen Dingen, ich kann halt hinter diesen selbstgebauten Wänden alles an Kabeln hinlegen, wie ich möchte. Im Endeffekt habe ich jetzt immer oben, also da oben kann man es sogar gerade sehen, da und auch da oben mitten in der Mitte habe ich eine Mehrfachsteckdose liegen, die ich halt nutzen kann, um oben zum Beispiel noch irgendwie Licht damit anzuschließen, wie zum Beispiel da in der Ecke da oben. So, ich habe hier erstmal ein Grundgerüst gebaut. Dafür habe ich mir so eine Rigipsplatte genommen, habe die da hingestellt, wo ich anfangen wollte und habe dann immer, also das ist eine ganze Platte von da nach da und dann habe ich hier einmal angezeichnet an der Wand, Platte daneben gestellt, wieder angezeichnet, Platte daneben gestellt, wieder angezeichnet. Das heißt, ich hatte also mein Gerüst so gebaut, dass immer eine Rigipsplatte komplett drauf passte. Und dieses Gerüst habe ich dann halt an der Wand befestigt und dann ging es auch schon los, das Rigips halt anzubauen. Rigips, dafür gibt es diese kleinen schwarzen Schrauben. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Rigipsplatten schneiden ist auch total einfach. Einfach eine Platte nehmen, mit dem Cutter einmal schön gerade durchziehen. Dann kann man das Ganze hinstellen und aufbrechen, Rückseite aufschneiden. Im Endeffekt ist es halt Gips und auf beiden Seiten ist so eine Art Papier drauf. Man muss das Papier schneiden auf der einen Seite, dann kann man es knicken, dann kann man das Papier auf der anderen Seite schneiden, dann hat man halt total sauber das Ganze abgeschnitten. Und dann nimmt man halt seine zugeschnittene Platte und packt die ganz einfach hier drauf, einmal ein bisschen andrücken, damit das ordentlich stramm sitzt, Schraube rein, noch eine Schraube rein, noch ein paar mehr Schrauben rein und das hält. Kapitel 6. Steckdosen und Schalter. Steckdosen und Schalter. Wenn man schon dabei ist, sich selber Wände zu bauen, dann sollte man ein bisschen schlau denken und sich auf jeden Fall auch da, wo man sie haben möchte, ein paar Steckdosen mit reinsetzen. Das habe ich gemacht. Ich habe mir Steckdosen gesucht, die nicht nur einfach diese Schuko-Steckdosen haben, also diese Schutzkontakt-Steckdosenlöcher, sondern ich kann auch jetzt USB und USB-C da drin anschließen. Das ist für mich ganz praktisch. Da ist zum Beispiel eine Steckdose, da ist eine Steckdose und da auch. Ich habe jetzt in jeder Ecke halt eine Dreier-Steckdose drin sitzen und in jeder Ecke auch immer eine mit USB und USB-C-Anschluss. Wichtig allerdings, wenn es um Strom geht, das Anschließen immer von einem richtigen Fachmann machen lassen. Oh, hier ist der Elektriker. Soll ich hier eben die paar Streben noch zusammentüdeln oder was? Nee, einen richtigen Fachmann. Vorbereiten hingegen kann man das ganz gut selber. Weil so einfach wie man Rigips mit einem Cuttermesser schneiden kann, kann man auch richtig schöne runde Löcher in Rigipsplatten reinmachen und das Ganze so weit vorbereiten, dass man alles schon vorbereiten kann für den Anschluss durch den Elektriker. Hier kommen dann diese Unterputzdinger da rein und dann wird das Ganze einmal von hinten festgeschraubt. Ganze Verkabelung habe ich auch schon hier vorbereitet. Steht untereinander verkabeln, ein Hauptkabel hinten rausgucken lassen, was halt dann an den Rest vom Stromkreis angeschlossen wird. Ja, testweise habe ich jetzt hier vorne schon mal die Steckdosenverbindung wieder drauf gemacht. Auch aus dem ganz einfachen Grund, weil wenn ich sie nicht drauf mache und irgendwo anders hinpacke, verliere ich sie und dann ist sie wieder weg und dann suche ich wieder einen halben Tag danach. Deswegen baue ich sie drauf, mache sie dann zum Streichen wieder ab. Doppelte Arbeit, keine Ahnung, aber dafür weiß ich wenigstens, wo die Dinger sind. Naja, aber so ganz einfach habe ich dann die ganzen Steckdosen und Schalter vorbereitet und genau dahin gebaut, wo ich sie hinhaben wollte. Kapitel 7. Verputzen und streichen. Verputzen und streichen. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, ich stehe hier auf diesen
Altbau- und Loft-Charme irgendwie. Und mir war eigentlich klar, ich wollte jetzt hier die Wände, die ich hier reingebaut habe, nicht richtig so übersauber, überglatt irgendwie verputzen, sondern schon so ein bisschen, das darf mal so ein bisschen rau aussehen, das Ganze. Trotzdem habe ich mir aber noch mal ein YouTube-Video angeguckt, wie man verputzt, also wie man Rigipsplatten verputzt. Das habe ich mir dann irgendwie über YouTube rausgesucht und mir ein paar tolle Moves abgeguckt und nochmal so ein bisschen eine Trockenübung gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, ja, das kriege ich hin. Dann habe ich nochmal wieder den ganzen Boden abgedeckt, also jetzt nicht den ganzen Boden, sondern nur da, wo halt ich mit dem Rigips-Mörtel oder was das da ist, mit dem Rigips-Gips, wisst was ich meine, wo ich da auf jeden Fall noch rumgeschlemmt habe, da hinten nochmal alles schön abgedeckt. Und dann habe ich mit ordentlich viel Material einfach die Übergänge immer so, ja, satt ausgefüllt, sage ich mal, so wie hier. Noch schön viel rein, ein bisschen reingedrückt, das Ganze nochmal ein bisschen glatt gezogen, hinterher nochmal. Und den ganzen Raum so erstmal vorbereitet. Die ganzen einzelnen Löcher alle zugemacht und die dicken Spalten alles schön dicht gefugt. Und dann konnte ich auch schon anfangen zu streichen. Ich hatte mich hier für so einen Grünton entschieden. Habe erstmal das komplette Ding alles grün gestrichen. Schön satt Farbe auf die Rolle drauf und dann rein an die Wand damit. Das muss richtig schmatzen beim Rollen. Dann weiß man, dass man nicht so oft streichen muss. Wenn man alles richtig gemacht hat, sogar nur einmal. Einen Tag später habe ich dann gesehen, gefällt mir nicht so richtig, alles in grün. Ich wollte dann die Vertiefung in den Wänden und auch die anderen Stellen, wo ich auch die Rahmen drum gemacht habe, diese Zierleisten drum gemacht habe, da habe ich dann nochmal ein Anthrazit nachgestrichen. Das hat mir dann doch nochmal besser gefallen. Auch da das gleiche Prinzip, richtig schön viel Farbe und so weiter. Dann sah das Ganze auch, fand ich auf jeden Fall ganz schön aus. Vor allen Dingen, weil ich mich dann dazu entschlossen habe, ich hatte mir noch so Kantenschutzprofile geholt. Stoßfeste Kantenschutzprofile, die waren alle weiß, die habe ich auch in den gleichen Farbton Anthrazit lackiert und dann einfach mit Silikon, zum Beispiel hier beim Türdurchgang, ganz einfach an die Ecken geklebt. Sah gut aus, fand ich. Kapitel 8 – Der Leuchtkasten. Der Leuchtkasten. Über der Tür in den Werkbereich nach hinten habe ich ja dieses schöne Arrivals Flughafenschild da reingebaut. Das habe ich ganz einfach so gemacht, das habe ich von Anfang an ja schon gewusst, dass es dahin soll. Und ich habe mir deswegen unter Putz, also in die Wand, so eine Art Leuchtkasten selber reingebaut. Der Aufbau ist folgendermaßen. Ich habe auf die Rückwand, direkt an die Tapete, so eine Art spiegelnde, leicht reflektierende Folie geklebt. Genau in der Größe, wie später der gesamte Leuchtkasten auch sein sollte. Ich hatte mir halt gedacht, wenn dann da so ein Licht vorkommt, dass das Ganze ein bisschen mehr reflektiert und ein bisschen besser leuchtet. Da oben rechts kann man auch sehen, da habe ich dann eine Steckdose hingesetzt. Da ist ganz einfach ein WLAN-Schalter dran, also ein WLAN-Adapter dran, den ich halt übers Handy und über Sprachsteuerung steuern kann. Komme ich gleich zu. Und habe dann hier ganz einfach so einen LED-Streifen reingeklebt, sodass der die ganze Fläche optimal irgendwie ausfüllt. Sah dann so aus. Dann habe ich mir eine Acrylplatte genommen, in der richtigen Größe zugeschnitten und habe dann eine Milchglasfolie drauf gemacht. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ohne Milchglasfolie sieht man halt diese LED-Streifen ganz genau, wo die sind. Packe ich aber eine Milchglasfolie, also eine Scheibe mit Milchglasfolie davor, wird das Ganze schön gestreut und ich habe eine leuchtende, helle Fläche. Ich habe das ganze Ding so gebaut, dass ich von oben da immer noch rankomme. Also, dass ich jetzt die Plexiglasscheibe mit dem Milchglas halt komplett reinschieben kann, dass ich aber auch diese Backlit-Folie, nennt sich das, dass ich die auch austauschen kann sogar. Wenn ich mich irgendwann darauf abgeguckt habe, auf dieses Arrivals-Ding da oben, kann ich aber sogar das Ding auch austauschen gegen irgendwas anderes. Also einfach eine neue Backlit-Folie bestellen und austauschen. Also oben wieder rausziehen, die neue rein. Das war's. Ganz einfach gemacht. Schön bündig mit der Wand. Das so gebaut, da sieht man auch ganz schön, dass genauso breit ist wie der Türdurchgang. Und ich habe genau die gleichen Kantenprofile dafür genommen. Die Backlit-Folie habe ich übrigens einfach selber gestaltet und dann bei einer Druckerei bestellt. Hat jetzt eigentlich gar keine spezielle Funktion. Computer, Airport an. Aber in dem Raum kommen halt die ganzen guten Ideen immer an. Komm mit. Kapitel 9 – Die Mooswand. Die Mooswand, das ist kein echtes Moos. Ja, diese Mooswand hier ist natürlich keine Mooswand. Das ist nicht mal Moos. Das ist im Endeffekt Kunststoff. Das sieht auch gar nicht aus wie Moos. Es ist eigentlich eher eine Kunstpflanzenwand. Trotzdem finde ich schön. Ich erzähle mal ganz kurz, wie ich es gemacht habe. Der Rahmen drumherum ist einfach ein halbiertes Holzbrett. Also Leimholz aus dem Baumarkt. Ich habe das in der Mitte durchgesägt
und habe dann erstmal komplett drumherum diesen Rahmen da dran geschraubt. Habe das Ganze dann lasiert mit, ich glaube, das ist Kieferlasur für innen. Und dann habe ich mir hier diese Matten geholt. Ich glaube, die waren irgendwie 30 mal 40 oder so. Das sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, was ist das? Wie Buchsbaum oder so. Ich finde auch so, wie es hier aussieht, finde ich es total geil. Man kann ja auch noch später mal irgendwie so ein bisschen ein LED mit reinbauen oder so. Ich bin da noch für alles offen. So, die Rückwand hier ist ganz einfach eine USB-Platte. Und die Platte habe ich, bevor ich hier angefangen bin, diese ganzen Matten dran zu bauen, wurde diese Platte hier Anthrazit gestrichen. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil, wenn ich jetzt hier irgendwo so Lücken habe, dann fällt das überhaupt nicht auf, dass hier Lücken sind. Wäre die Platte weiter holzfarben oder weiß, dann werden hier überall kleine weiße Blitzer durchgucken. So sieht man es halt nicht, weil da hinten sowieso alles dunkel ist. Ja, und dann bin ich angefangen, habe die ganzen Matten hier dran getackert. Einfach mit dem Tacker schön der Reihe nach alle dran getackert. Ich habe das Loch von Anfang an so in der Größe gemacht, dass es eigentlich passt. Die Matten kann man aber auch ganz einfach schneiden. Also wenn man die kleiner braucht, einfach ein bisschen was abschneiden, ist gar kein Problem. Wie gesagt, ich habe einfach alles angetackert dann. Und das war's. Und dann halt, ja, da anbauen, wo man es hinhaben möchte. So sah das Ganze roh erstmal noch nicht so geil aus. Richtig geil ist es erst geworden, als ich angefangen bin, diese ganzen anderen Pflanzen da in die verschiedenen Stellen so ganz willkürlich mit reinzustopfen und auch festzutackern. So habe ich jetzt halt ein Bild. Hier ist ein bisschen Efeu, hier sind irgendwelche anderen Sachen, die hier noch rausgucken und so. Die sind alle angetackert. Diese Efeublätter hier auf der Ranke drauf kostet mir irgendwie 1,99 € beim Restpostenladen oder so. Machen für die Wirkung aber nochmal richtig was her, finde ich. Kapitel 10. Flächen folieren. Flächen folieren, Fliesen und Fensterbänke. Wie ich schon gesagt habe, das war hier mal eine Schlachterei. Und dementsprechend war hier halt auch eine ganze Menge gefliest. Ich zeige mal ganz kurz, ich habe eine Ecke hier vorne noch, die habe ich noch gar nicht bearbeitet. Also so wie es hier aussieht jetzt, sah es hier halt überall aus. Fliesen bis hier oben hin. Nochmal, es geht hier um eine Renovierung, um eine einfache Renovierung und keine Sanierung. Normalerweise hätte man diese Fliesen alle raushauen müssen, die ganze Wand komplett neu verputzen und dann weiterarbeiten. Ich habe es aber anders gelöst. Ich habe ganz einfach mit so einer Klebefolie einfach überklebt. Also den ganzen Fliesenspiegel einfach mit einer Klebefolie überklebt. Bevor ich auf die Fliesen mal was draufkleben konnte, habe ich erstmal, da stand mal irgendwann eine Küche drin. Auf jeden Fall, der Rest Silikon war noch an der Fliese dran, plus ein bisschen anderer Dreck. Ich habe also erstmal mit dem Heißluftföhn und mit dem Ceranfeldschaber das ganze Silikon darunter gekratzt und habe dann die Fliesen einmal ordentlich sauber gemacht, also fettfrei sauber gemacht, damit man dann auch vernünftig was da draufkleben konnte überhaupt erstmal. Ist gar nicht so schwer, habe ich mir auch ehrlich gesagt schwerer vorgestellt, weil das Geile ist halt, durch diese ganzen Fugen, die man ja hier hat. Wenn ich jetzt hier anfange, was draufzukleben, kann ich die ganzen Luftblasen, die entstehen, immer in die Fugen reindrücken von beiden Seiten und dann einfach so nach oben wieder raus. Hat super geil funktioniert. Abgesehen davon sind da unten noch ein paar Stellen, die nicht ganz 100%ig sind, aber die sehe ich ja nie. Hier oben habe ich dann nochmal zusätzlich Schultafelfolie drüber geklebt, da. Schultafelfolie da auch und hier vorne auch. Jetzt kann ich aber mit Kreide, wenn ich Bock habe, hier irgendwas hinmalen noch. Hat gar keine Funktion, außer dass es Spaß macht. Und das ist eigentlich doch eine Funktion, ne? Naja. Die Fensterbänke hier vorne habe ich auch alle foliert. Sind halt alte Fensterbänke mit Macken drin und so. Ich meine, was erwartet man, wenn die Fensterbank vorher schon Macken hat, dann wird sie vom Folieren nicht besser. Die Macken siehst du halt hier auch trotzdem noch. Nebenan ist genau das gleiche der Fall. Hier habe ich auch die Fensterbank foliert. Da sind auch irgendwo hier und da ein paar Macken drin. Es ist nicht perfekt, trotzdem finde ich es so schöner, als es vorher war. Und darum geht's ja. Mir auf jeden Fall. Kapitel 11. DIY Holzfliesen. DIY Holzfliesen. Auf den oberen Teil der Fliesen, also alles, was oberhalb der Arbeitstische zu sehen ist, habe ich mir dann überlegt, ich klebe da einfach mit Silikon so Holzfliesen drauf. Ich habe da DIN A2 große, ich weiß nicht, ob das Pappelholz ist oder so, auf jeden Fall so Holz, was ich eigentlich zum Lasergravieren benutze, habe ich hier gehabt. Das habe ich einfach testweise da mal dran geklebt und das fand ich total geil, weil man konnte es auch mit dem Cuttermesser schön schneiden. Ich konnte also die Steckdosen ausschneiden, ich konnte ganz genau Kreise, so Rundungen für den Wasserhahn und so, konnte man alles toll ausschneiden, auch hier für die Jalousien und habe die dann einfach alle mit Silikon, mit 2, 3 Silikonpunkten an die Fliesen wieder dran geklebt. Dass man Silikon von den Fliesen runterkriegt, habe ich ja schon rausgefunden im vorherigen Kapitel. Einfach heiß machen und Ceranfeldschaber und da ist nichts mehr von zu sehen. Das heißt, auch das kann man, wenn man möchte, wieder komplett zurückbauen hinterher.
Im vorderen Bereich habe ich dann etwas dickeres Holz genommen. Das habe ich dann auch wirklich nicht nur mit Silikon angeklebt, sondern auch angeschraubt. Bisschen Silikon dahinter, dann schön angedrückt und angeschraubt und das Ganze war auch fest. Diese Holzfliesen, nenne ich sie jetzt mal, habe ich dann nochmal lasiert hinterher, damit sie alle schön einheitlich aussahen, trocknen lassen und konnte dann auch schon anfangen, die weiter zu verarbeiten. Also an den Stellen hier vorne, wo ich jetzt das dicke Holz habe, da kann ich jetzt sogar mit Schrauben noch rein, mit kurzen Schrauben. Ich habe hier ein paar Regale dran gemacht und so. Und im hinteren Bereich, hier zum Beispiel, guck mal hier, da kann man irgendwelche Sachen ganz einfach mit einer Pinnwand dran machen. Im Endeffekt habe ich jetzt eine riesengroße Pinnwand. Hier 2 Pinnwandnadeln an die Wand machen und zack, hat man einen Spachtelhalter. So einfach. Hier ungefähr genau das gleiche. Das hier ist halt eine USB-Platte, Anthrazit gestrichen. Auch dick genug, dass man hier mit ein paar kleinen Schrauben sogar noch Regale dran machen kann. Hält alles bombenfest. Und sieht schön aus, finde ich. Kapitel 12. Arbeitsflächen. Arbeitsflächen. Für die Arbeitsflächen habe ich mir ganz viele von diesen Arbeitsplatten geholt. Unterschiedlich groß, unterschiedlich lang. Kommen aber alle von Ikea und waren ganz billig. Und auch super leicht. Und die sind so leicht, weil die von innen so aussehen. Man sieht schon, hier sind ein paar Stellen, also am Rand kann man immer ganz gut irgendwie schrauben. Mittendrin, wenn man da in der Mitte was reinschrauben will, hat die Schraube eigentlich gar keine Funktion, gar keinen Halt, weil dieses Wabenzeug hier ist einfach Pappe. Die Gerüste für die Tische habe ich mir selber gebaut. Das Holz wurde vorher Anthrazit gestrichen und dann habe ich da so ein paar Gerüste rausgebaut, wo halt dann die Platten drauf kamen. Ich habe das Ganze dann einfach von unten angeschraubt. Hier nochmal so ein Altbauding, um mal zu zeigen, wie krumm die Wände hier wirklich waren oder sind. Das ist eine gerade Tischplatte. Und wenn ich diese gerade Tischplatte, das ist jetzt da, wo meine Küche ist, an die Wand rangehalten habe, dann hatte ich links und rechts so viel Luft, da muss man wieder ein bisschen improvisieren. Meine Lösung war ganz einfach, dass ich die USB-Platte an die Wand gemacht habe und die Tischplatte, also die Arbeitsplatte, unten drunter. Also USB-Platte an die Wand und die Tischplatte unten drunter. In der Mitte, im mittleren Bereich, ist sie wirklich komplett drunter und zum Rand hin läuft sie so leicht wieder nach vorne raus. Damit das aber komplett dicht ist, habe ich da einfach dann hier, das ist so ein Gummiding. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe es aus dem Baumarkt. Das kann man so klicken und dann in die Ecke reinkleben. Das sitzt seit Wochen da bombenfest. Das hat der Optik ganz gut in die Karten gespielt. Dann kam aber noch so ein Punkt, ich musste in diese Arbeitsplatte, die aus Pappe besteht von innen, halt ein Waschbecken einbauen. Also erstmal habe ich mir dann die Form genau aufgezeichnet als Schablone gemacht und habe das dann draufgelegt und erstmal ausgesägt. Gar kein Problem. Das hätte man genauso gut mit einer Laubsäge machen können. Hab dann das Waschbecken reingesetzt und habe dann, ganz wichtig, richtig schön den Rand nochmal einmal mit Badsilikon abgedichtet. Das ist ein Waschbecken, natürlich spritzt da mal Wasser. Komm mal mit. So, hier, guck mal. Ist doch super geworden. Finde ich auf jeden Fall. Oder was meinst du? Schreib's in die Kommentare. Was hältst du von meiner Silikonfuge? Dann habe ich mir hier irgendwie vom Baumarkt so ein neues Siphon-Ding geholt, dann einmal unten drunter gebastelt und ja, dann hatte ich ein funktionierendes Waschbecken wieder. Hier funktioniert, guck. Kapitel 13. Auflegregale. Auflegregale, Regale oben drauf gelegt. Hier oben, wo der Fliesenspiegel aufhört, da ist wirklich richtig viel Platz noch oben drauf. Und dadurch, dass ich hier auch noch die Holzplatte davor gemacht habe, wurde der Platz jetzt nicht weniger, sondern noch mehr. Dann habe ich mir gedacht, das wäre ja Quatsch, das einfach nur als Staubfänger zu behalten. Deswegen habe ich mir dann hier oben drauf einfach ein Regalbrett gepackt. Also das ist hinten wirklich einfach auf diese Ablage drauf. Hab dann hier vorne nochmal, unten drunter nochmal so ein bisschen Holzleisten dran geschraubt. Von vorne dran geschraubt. Von oben festgeschraubt. Und einfach hier, guck mal, an 2 Stellen. Hier sitzt einer. Und dann sitzt einer da. Und da sitzt jetzt halt einfach das Ding. Guckt dir das an. Das habe ich einmal ein bisschen rund geschnitten. Hier, guck mal, kann man sehen. Ich finde das mit den Rohren ja immer noch nach wie vor ganz geil, dass die hier einfach so aus der Wand jetzt rausgucken. Also so, und dann habe ich hier einfach ein bisschen Kram draufgestellt. Automatone, irgendwelche Bilder, hier Sporteimer nach und sowas halt. Eigentlich steht das Ding nämlich auch noch hier. Das steht nämlich eigentlich hier. So, ja, passt doch. Wie gesagt, ganz einfach. Auf der anderen Seite genau das Gleiche habe ich hier auch gemacht, halt andersrum. Also da habe ich jetzt anthrazitfarbene Regale mit einer holzfarbenen Wand. Und hier habe ich holzfarbene Regale an einer anthrazitfarbenen Wand. Genau wie in meiner Werkstatt.
Kapitel 14. Fußleisten. Fußleisten, so wird es gemacht. Wichtig beim Sägen von Fußleisten, man muss die ja auf Gärung sägen. Das heißt, dass man so 90 Grad Winkel bekommt. Dafür muss man jeweils 45 Grad sägen. Also von der einen Fußleiste 45 Grad ab, von der anderen auch 45 Grad ab. Dann hat man halt eine Ecke. Es gibt Außenecken, es gibt Innenecken und so weiter. Also die Fußleisten, die ich hier habe, sind halt nicht rechtwinklig, einfach nur so Bretter, sondern die sind chronisch, wie man hier ganz gut sehen kann. Und das bedeutet, wenn man diese Fußleisten schneiden möchte, dann muss man immer darauf achten, dass man nicht mit der Vorderseite die anlegt, zum Beispiel hier bei seiner Gärungssäge. Wenn ich die Vorderseite anlege und dann schneide, dann passt das Ganze nicht zusammen. Deswegen muss man immer darauf achten, dass man die Rückseite der Fußleiste an die Wand ansetzt, da wo man halt schneidet. Weil wenn man dann das Ganze in seinen rechten Winkel in die Ecke reinsetzt, dann passt das Ganze nämlich auch genauso, wie man sich vorgestellt hat. So, es gibt also nur einen Weg, das richtig zu machen. Kapitel 15. Sprachsteuerung. Sprachsteuerung. Hallo Computer. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir hinter diese Wände überall alle Verkabelungen selber gelegt habe und dass ich obendrauf immer Steckdosen habe, wo immer irgendwelche WLAN-Steckdosen dran sind. Also so Funksteckdosen über WLAN steuerbar. Eine Sache, die mir nämlich schon ganz direkt aufgefallen ist am Anfang. Ich habe, wenn ich hier reinkomme, nicht irgendwie einen Lichtschalter oder so. Mein Lichtschalter, um hier drin Licht anzumachen, der ist da vorne rechts um die Ecke. Und das fand ich ein bisschen unpraktisch. Wenn ich hier mitten im Winter morgens ankomme und es ist alles dunkel, dann muss ich erstmal hier komplett durch den Laden laufen, um da hinten Licht anzumachen. Da habe ich mir gedacht, ich baue mir einfach so einen alten Echo Dot, so ein Alexa-Ding rein und kann dann damit hier irgendwie alles steuern. Und die steht jetzt hier vorne. Computer, Workshop aus. Okay. Ach, ich habe übrigens die Männerstimme eingestellt bei Alexa. Ich bin der Meinung, Alexa hört besser, wenn sie eine Männerstimme hat. Habe ich nicht gesagt. Computer, Workshop an. Okay. Gleich natürlich auch hier vorne. Computer, Airport aus. Okay. Computer, Export 1 aus. Okay. Aber nicht nur das ganze Licht kann ich hier steuern, sondern ich habe hier oben auch einen Foto- und Filmhintergrund. Es läuft einfach über so eine Jalousienwelle da oben. Natürlich auch über Sprachsteuerung ansteuerbar. Genauso wie da oben habe ich auch noch eine Jalousienwelle, die ich auch per Sprachsteuerung oder halt über die App steuern kann, wenn ich möchte. Also es ist ein bisschen Smart Büro. Weiß ich nicht, kann man das schon sagen dazu? Naja. Kapitel 16. Wandorganizer. Wandorganizer, Ordnung an der Wand. In dieser Ecke hier habe ich jetzt mir überlegt, da sitzt eigentlich nur die Heizung, weil das ist so ein bisschen ein verschenkter Platz. Natürlich wollte ich jetzt die Heizung nicht zubauen, weil die warme Luft muss ja zirkulieren. Ich kann da jetzt meine ganzen Stative dran machen. Diese Wand habe ich mir selber gebaut. Das ist einfach eine große Holzplatte, die habe ich lackiert. Dann habe ich diese Dinger da hinten dran gebaut. Das sind so eigentlich für Gartengeräte. Hier diese Teile, da kannst du so eine Schaufel und sowas dranhängen. Kann man aber auch, wenn man möchte, Stative dranhängen. Naja, hier auf jeden Fall habe ich so eine Lochplatte. Da hängen meine Nerves. Wenn man mal irgendwie Streit hat, kann man es mit einer Nerf ganz gut klären. Und 2 Kopfhörer. Das ist die Ecke. Gut organisiert für alles, was man da so unterbringen möchte. Kapitel 17. Der Rolltisch. Der Rolltisch. Eine Sache, die ich noch ganz wichtig fand. Dieser Raum hier vorne ist jetzt nicht klein, er ist jetzt aber auch nicht riesengroß. Da ich hier auch noch was filmen möchte, ist es mir halt wichtig, dass ich den gesamten Platz auch nutzen kann. Und dieser große Tisch, 2 Meter mal 80, den ich hier habe, der wird dann im Weg stehen. Deswegen habe ich da Rollen dran gebaut. Finde ich ganz praktisch, die Dinger. Die werden einfach von der Seite angeschraubt. Da ist so eine Anleitung dabei, also so eine Schablone dabei. Die hält man an die Tischbeine dran und dann weiß man ganz genau, wo man die anbauen muss. Im Moment steht der Tisch hier wirklich fest, bombenfest. Und wenn man die jetzt alle hochfährt, die Rollen, dann kann man den Tisch ganz easy mal eben durch den Raum schieben hier und hat im Endeffekt den ganzen Raum wieder für sich. Das ist sowieso so ein bisschen hier die Idee hinter dem Ganzen, weil ich will ja den Raum variabel behalten. Alles, was hier schwer ist, alles, was sperrig ist, hat Rollen unten drunter. Ich kann zum Beispiel hier diesen kleinen Rollcontainer zur Seite schieben. Dieses Gefährt hier vorne, da steht jetzt mein alter Plotter drauf, mein alter Schneideplotter. Das kann ich durch die Gegend schieben und jetzt im Endeffekt, da wo ich ihn dran brauche, dann auch justieren. Und wenn ich dann den Tisch hier wieder hin haben möchte, kommt der Tisch hier wieder hin. Kapitel 18. Pendelleuchten. Pendelleuchten, super praktisch.
Was bringt es aber, fragst du dich, wenn ich den Tisch hier wegschiebe und die Lampen hängen da noch? Vollkommen recht hast du da. Ich habe mir aber da auch schon Gedanken drüber gemacht. Und zwar kann man diese Lampen einfach, guck mal, zur Seite machen. Ganz einfach gemacht. Ich habe hier diese Dinger mir selber gebaut. Das da oben ist halt einfach hier so ein L-Form sozusagen und oben drüber ist ein kleines Stahlseil, was das Ganze halt schön stramm hält. Das Kabel von der Lampe geht da oben rein, geht hier entlang und da hinten ist das ganze Gerät und auch das Gerät einfach mit Scharnieren an der Wand befestigt. Ich kann also jetzt, wenn ich möchte, diese Lampen ganz einfach zur Seite schieben, dann sind sie nicht mehr im Weg, wenn ich den Tisch hier wegmache. Wenn ich am Tisch aber sitze, arbeite, hier vorne irgendwie was mache oder so, ist ganz geil, Licht von oben zu haben. Vor allen Dingen ist das Licht, mein Hauptlicht, was ich auch anmache, wenn ich hier in den Laden reinkomme. Kapitel 19. Leuchtreklame. Leuchtreklame draußen an der Wand. Das war erstmal alles drin soweit. Natürlich ist noch ein bisschen was zu tun überall. Man ist ja nie fertig, aber das meiste habe ich hier erledigt. Jetzt fehlt draußen nur noch eine Leuchtreklame. Und dann bin ich da oben hoch und habe das ganze Schild halt wieder angebaut und einmal getestet. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Also eigentlich hat jetzt nichts mit dem Renovieren zu tun. Aber es ist, finde ich, ein ganz schönes letztes Kapitel für dieses Video. Ja, das war's schon wieder mit dem Video für heute. Jetzt müsste ich noch so einen Abspann irgendwie haben. Das ist Daniel. Er hat sich bei diesem Video viel Mühe gegeben. Zeig ihm, dass du das toll findest und abonniere doch mal seinen YouTube-Kanal. Er freut sich darüber, wenn sein Kanal weiter wächst. Ich freue mich darüber, wenn mein Kanal weiter wächst. Sag ich ja. Guck mal, guck doch mal, das ist doch wirklich wunderbar. Guck mal, guck doch mal.